Hallo Leute, so jetzt ist unser letztes Video für heute, beziehungsweise morgen, wenn wir zurückfliegen, werden wir sicherlich noch einen Vlog machen, so was dann auch wieder was sein, aber als Video jetzt selber machen wir heute noch mal was hin. Es wird gerade für uns gebrutzelt und wir kriegen was zu essen, es riecht schon echt toll, das heißt wir sind auch etwas hungrig, nachdem wir jetzt in unseren Laden da besucht haben. Es soll wohl ein Q&A werden. Ja, die Leute haben ganz viele Fragen gestellt. Und Antworten. Exakt, um mal die deutsche Version rauszubringen. Frage-Antwort-Video heute mit YouTube-Fragen. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Haben wir so noch nicht gemacht, deswegen dachte ich, ist es mal Zeit. Also gut, machen wir Fragen, also 1,73, Baujahr 71, was noch andere Fragen sind, verheiratet. Also so, das Kindermachen jetzt mit anderen ist jetzt nicht so mein Ding, aber ja, schauen wir mal. Dann habe ich schon mal die ersten 3 Fragen abgehakt. Also, legen wir mal los. Lord Necron möchte wissen, ist bei den Euphilia-Köpfen das nicht auch so, dass man bei Brown Jelly durch Fragmentieren eventuell diese Tiere retten kann, während es bei den Wallkorallen eher zum Verlust der Kolonie führen kann, da die Ursache da wahrscheinlich überall schon drin steckt? Die Ursache ist außerhalb von den Tieren in der Regel. Also die Umgebung, die Wasserchemie. Man kann natürlich einen Ast, wo die Ziliaten sich breit gemacht haben und dieses Brown Jelly verursachen, natürlich entfernen. Beim Entfernen muss man halt aufpassen, weil man es dann wieder im Becken verteilt. Das ist auch nicht so der Hit. Insofern, ja, kann man kann aber auch Wallkorallen schneiden oder abbrechen ins lebende Gewebe rein, wo noch nichts besonders ist. Geht, aber die Ursache, warum es Brown Jelly gibt, ist ja nach wie vor da. Und die liegt sehr häufig schon auch wiederum hat chemische Ursachen, warum sich eben Ziliaten und Bakterien breit machen können. Also insofern, jein. Beim Einsteigerbesatzvideo hat Tronks gefragt, super Video, aber wieso keine Monty im SPS-Becken? Also man kann schon Monty in ein SPS-Becken packen, das ist nicht so das Problem. Wenn man sie unten am Boden macht oder hinten an die Wände, sodass sie da entlang wachsen können, ist das kein Problem. Wenn man aber jetzt ein SPS-Becken macht, also mit Akros, das ist in dem Fall natürlich gemeint, und man packt jetzt zwischen die Akros lauter Montys rein, dann vermehrt sich das Zeug halt da unten drin dermaßen wie die Pest, dass es halt deine Akros angreift, und das will man halt auch nicht haben. Deswegen also wenn Montys oder flach wachsende Sachen unten auf dem Boden, den Boden zuwachsen lassen, die Wände zuwachsen lassen, hinten an der Seite aber nicht zwischen reinsetzen, weil das wird auf lange Sicht ist das eine dumme Idee. Dann eine sehr einfache Frage, einmal von Fury Claude. Wie vermehren sich denn Euphilia? Danke. Das kommt drauf an, wo. Also es gibt natürlich wie bei allen anderen Korallen auch verschiedene Vermehrungsmöglichkeiten, unter anderem werden halt durch Fragmentation, also wenn ein Kopf abbricht, dann wächst halt eine neue Kolonie weiter. Oder halt eben durch sexuelle Vermehrung, Abgabe Eier und Spermien ganz normal. Und es gibt da so ein Polyp-Ball-Out, wo sie praktisch kleine Gewebsteilchen ausstoßen, die dann wieder woanders wachsen. Beziehungsweise manchmal von der Seite werden Tochterkolonien gegründet. Sieht man bei den Wallhammers immer mal wieder. Insofern können die, wie alle anderen Korallen auch, haben sie mehrere Möglichkeiten. CF möchte wissen, wann werden sie denn verfügbar sein zum Ausleihen? Und da ging es um die, wie heißt das nochmal? Paarwise. Genau, um die Paarwise. Ja, also wir machen so einen kleinen Leihshop in unserem Online-Shop drin. Das müsste jetzt beim Erstellen der Videos eigentlich schon fertig sein. Schwer zu sagen, wann es jetzt dann rauskommt, aber bis dahin ist es soweit, denke ich, erledigt. Da könnt ihr verschiedene Technik-Sachen ausleihen, gerade wenn man zum Beispiel eine Pumpe in Reparatur muss oder eine Lampe. Oder eben halt auch das Paarwise, also Dingmessgerät, was man halt eben meistens auch nur 2-3 Mal im Jahr, wenn überhaupt, braucht. Gibt es dann bei uns bei Fauna Marin Corals dann im Shop. Und für die Reefers Club Member gibt es das zu besonderen Konditionen. Das sehen die aber jetzt mal zuerst. Das haben die in ihrem Shopbereich dann drin, sodass sie diese Geräte mal ausleihen können. Alles Mögliche, was man braucht, um eben halt im Riffbecken mal was zu machen, was nicht dauerhaft verfügbar sein muss. Das wird es dann zunächst bei uns geben dann. Können wir ja unten im Video verlinken. Ja. Oh, eine weitere Frage von Trongs. Also, kann ich weiß, in Klammern eventuell auch rot und grün, so weit runterfahren, wie es für mich optisch am schönsten ausschaut? Ging um die Beleuchtung. Im Prinzip ja. Da ich nicht weiß, um welche Korallen es sich jetzt handelt, wie du da halten willst, ist es auch wieder rein ein klares Jein. Es gibt natürlich Korallen, die mit reiner blauer Beleuchtung nicht zurechtkommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt nur einen Teil davon, der das so richtig kann.
Deswegen empfehle ich das ja auch nicht. Das sagen wir, machen 4,5, 5 Stunden Tageslicht rein, beziehungsweise mit dem Weißlichtanteil. Danach fahren wir dann das Blau nur noch blau. Da wir bei den LEDs das Weißlicht ja abschalten, reduzieren wir auch schon dabei wiederum den Anteil der Blaubeleuchtung, der in Weiß drin ist. Insofern ist das Weiß wegnehmen auch ein Blau wegnehmen und fahren dann praktisch mit der Hälfte im Großen und Ganzen, mit nicht ganz der Hälfte, aber mit weniger Blau dann weiter. Man kann aber natürlich, und ich mache das auch so, schon ein klein wenig mit den heutigen Lampen, die wir jetzt da drüben auch sehen, zum Beispiel das Licht schon so einstellen, wie es auch optisch passt, was ich auch für wichtig halte, sonst macht es einfach keinen Spaß. Also ich kann verstehen, dass Tageslicht toll ist, aber ich zum Beispiel mag schon, wenn es so ein bisschen aussieht wie ein 10 Meter Wassertiefe, wenn es kristallig ist, wenn es blau ist, wenn die Korallen ein bisschen mehr leuchten. Ich finde es einfach schöner und das mag vielleicht die ein oder andere Zugsantenne etwas nerven. Vielleicht, ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Also ich will auch eine schöne Optik haben. Und dann füttere ich lieber die Korallen, versorge die sauber, dass die damit zurechtkommen, und dann passt das auch. Hi Dangno stellt folgende Frage bzw. folgendes Kommentar. Zugegeben, ihr macht sehr viele ICP-Tests, aber von wie vielen Becken habt ihr wirklich ein Feedback für den Zustand und Entwicklung bekommen? Wie kann ich mir diese Datenerfassung vorstellen? Ja, das ist eine Frage. Die Frage habe ich ja auch schon gesehen. Ich habe sie ja auch beantwortet irgendwann mal im Bereich drin. Also, seit ich das mache, arbeite ich an Aquarien. Das heißt, letztendlich habe ich jeden Tag damit zu tun, deswegen mache ich auch noch Support, weil das natürlich der wichtigste direkte Zugang zum Kunden ist. Wenn ich jetzt mich jetzt nur nach hinten ziehe und würde an irgendwelchen Produkten rumschrauben, dann kann ich ja gar nicht wissen, wie die jetzt ankommen. Insofern habe ich alleine schon jeden Tag zig Becken im Feedback in der Entwicklung, was zurückkommt, neben den eigenen Farmsachen. Zusätzlich haben wir ja auch noch etwas mehr wie nur 1, 2 E-Mails am Tag, die kommen, über ihre Probleme erzählen oder über die Gruppe reinkommen. Allein da sind es ja mittlerweile bald 20.000 Mitglieder. Und insofern ergibt sich über die Jahre dahin natürlich schon ein ziemliches Bild. Und wenn ich gezielt auf Datensuche gehe, habe ich natürlich bei etwa 300 Tests am Tag schon durchaus eine große Datenmenge zur Verfügung, die ich dann eben einstellen kann. Wir sind ja zu Beginn, die Daten richtig zu nutzen, das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt Ideen haben und installieren da eine KI und dann macht es klack und es funktioniert alles. Wäre toll, sondern wir sammeln Daten Stück für Stück. Es wird auch in ausgewählten Laborkonten werden auch bestimmte Fragen gestellt, wenn wir was Bestimmtes wissen wollen. Und ansonsten haben meine Leute und ich so viel Erfahrung jetzt über die letzten Jahre gesammelt, dass ich schon durchaus einschätzen kann, okay, wenn die ICP so und so aussieht, dann haben wir in der Regel das und das Problem. Und damit wird jetzt begonnen. Und die KI hilft uns bei dieser Datenerfassung und bei dieser Auswertung unheimlich, sodass wir dadurch eigentlich überhaupt erst schneller werden und die ganzen Daten, die wir kriegen, auch tatsächlich nutzen können. Weil ansonsten, wenn nur ein PDF in irgendeiner E-Mail-Account drin ist, hilft mir das gar nichts. Und wir können ja nicht jeden fragen, würdest du mir jetzt ein PDF schicken und nochmal anrufen. Daher nutzen wir die KI, unsere Erfahrungen, das Feedback von den Leuten, und das wird alles zusammengesetzt. Und dann sucht er zum Beispiel, also nur mal so ein Beispiel zu machen, wie sowas geht. Ich habe jetzt 10 Becken, die Dinos haben. Sie zeigen ein ähnliches Muster. Jetzt sage ich der KI, tu mir mal einen Gefallen und suchen wir mal alle Tests raus, die dieses Muster und diese Entwicklung gemacht haben. Dann kriege ich da 200, 300 Tests dran, dann rufe ich mal 10, 20 Leute an. Und wenn die das alle querbeet durch bestätigen, ist es halt ein Weg, den man erstmal gehen kann. Also das nur mal so auf dem Weg, wie das so entsteht. Spannend. Sehr gut. Coral Reef Explorer hat eine Frage. Ich fasse das mal kurz zusammen. Da geht es um das RTN-STN Mindesthaltbarkeitsdatum, da sich seine Flasche extrem zusammenzieht, oder Ihre Flasche. Ja. Was hat es damit auf sich? Ist sowas wirklich einzuhalten, ganz strikt, diese MHDs auf den Produkten, oder wie gehst du da als Hersteller mit um? Das sind jetzt 2 Fragen. Also das Zusammenziehen der Flaschen bei manchen organischen Produkten, das hat damit was zu tun, da noch ein Verarbeitungsprozess innerhalb der Flasche stattfindet oder es vielleicht manchmal auch kühl abgefüllt worden ist. Dann zieht sich die Flasche etwas zusammen. Meistens hat man das schon im Griff, wenn man sie kurz aufmacht, wieder ein bisschen Luft reinlässt. Das ist bei organischen Produkten, kann es manchmal passieren, bei manchen Salzlösungen tatsächlich auch, weil immer noch eine chemische Reaktion stattfindet.
Das hat aber nichts mit dem Haltbarkeitsdatum zu tun. Und die Mindesthaltbarkeitsdatum, wie es heißt nur, dass bis zu diesem Punkt garantieren wir eigentlich, dass es safe ist und dass da nichts passiert. Und danach kann halt was sein, da wissen wir es einfach nicht mehr so genau. Ich habe manche Produkte, da müssen wir es draufschreiben, aufgrund der gesetzlichen Lage. Allerdings, das Zeug kannst du auch wahrscheinlich, wenn man es mal verbuddelt, werden es irgendwann in 10.000 Jahren Leute finden, fragen, was haben die Doofes gemacht. Da ist es halt dann drauf, aber in der Regel ist es lang genug haltbar. Und bei vielen Sachen ist es so, dass wenn die Qualität vom Produkt so schlecht ist, dann sieht man das an Ausfällungen, an Flocken, an Farbveränderungen. Manchmal blähen sich dann die Flaschen auf, vor allem wenn man schmutzig gearbeitet hat. Das haben wir halt manchmal auch, dass am Hand noch Müsse, so ein Artemia vom Frostfutter oben auf die Flasche gedrückt. Und wenn das halt reingeht, geht ein Produkt halt auch mal schneller kaputt. Letztendlich nichts anderes wie bei Lebensmitteln auch. Mindestens haltbar heißt, bis dahin ist es auf jeden Fall safe. Danach muss man halt mal reinriechen, dann merkt man das ziemlich schnell. Nicht bei Minen-Ess, weil das riecht immer komisch. Das explodiert nur dann im Kühlschrank weg, wenn es mal hochgeht. Aber das macht ja dann nichts. Dann würde ich mir vor der Flasche nicht so Sorgen haben von jemand anderem dann. Aqua Freak 5000. Mal eine Frage zur Bakterienvielfalt. In Lebendgestein sind viele verschiedene Bakterienarten. Wie sieht es bei künstlichem Gestein aus, welches man mit Bakterienprodukten wie Bactoblend, Rebiotic etc. animpft? Ist da auch solche Vielfalt enthalten oder nur einige wenige Arten? Nein. Also es ist eine Oder-Frage. Nee, natürlich nicht. Wir sind nicht mal annähernd in der Lage, auch nur annähernd, nur ein Fitzelchen davon zu produzieren, was die Natur mit ein Stück lebendes Riffgestein macht. No way. Das ist noch nicht mal ein bisschen weniger, das ist so richtig ist viel weniger. Vergiss es, das ist nicht dasselbe. Also Fakt ist halt einfach, ein frischen lebenden Stein, der gut transportiert worden ist, enthält 25.000, 30.000 verschiedene Bakterienarten, von denen wir es denn überhaupt nur wissen. So. Und wir in der Flasche, wir können zurzeit so 9 bis 13 Arten ziehen. Die sind zwar die wichtigen Arten und die können wir auch ziehen. Und sie helfen auch, das ist gar nicht so das Thema. Aber wenn man mich so fragt, Lebendstein oder Bakterienprodukt, immer Lebendstein. Bakterienprodukt zurückhalten, weil es sehr hilfreich ist, wenn man mal ein Problem hat oder wenn man mal was machen muss. Oder eben man möchte aus welchen Gründen auch immer keine lebenden Steine haben, ist völlig okay. Dann kann man mit Bakterienprodukten selbstverständlich auch arbeiten, sie wirken. Aber das vergleichen zu wollen mit dem lebenden Stein, da kommen noch viele andere Dinge dazu, die eine Rolle spielen, das ist vermessen. Also das werden wir auch nicht hinkriegen, das sage ich jetzt schon einfach. Also jedenfalls nicht in meiner Lebensspanne. Aber es funktioniert ja trotzdem. Ja, es funktioniert, man kann damit was helfen, aber man muss ja auch ständig nachdosieren. Und das ist halt mit den Bakterien und auch die Umgebung, die die Bakterien auf dem lebenden Stein haben, ist auch noch eine andere. Und die chemische, physikalische Situation mit lebenden Stein hilft auch noch. Also insofern ist nicht zu vergleichen, auf gar keinen Fall. Eine Frage von RS. Ich fasse das ein klein bisschen zusammen. Es ist eine Frage zum Besatz eines Aquariums. Das war das Oberflächenvideo, ja, wo es darum geht, ein Aquarium lückenlos zu besetzen. Wie schafft man es, das Ganze so zu machen, dass sich die Tiere nicht vernässeln? Weil irgendwann treffen ja bestimmte Arten aufeinander, die sich vielleicht nicht so mögen. Ja, dann trennt man sie halt wieder. Ganz einfach. Ich kann ja mit Akans zum Beispiel kann ich zusammenstellen, viele Euphis kann ich zusammenstellen, Lederkorallen, Softkorallen kann ich zusammenstellen, Zoas kann ich auch zusammenstellen. Also es gibt ja sehr viele Tiere, die man zusammenstellen kann. Dass ich jetzt nicht gerade anfange mit einer Galaxea, ja, die sowieso alles im Umkreis von 20 Meter umnietet, wenn der danach ist, wenn sie gerade wächst, oder einer fetten Anemone zwischen feinsten, nackten Korallen, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, hoffe ich, dass das ein bisschen klar ist. Es geht einfach darum, eine bestimmte Biomasse, einen bestimmten Besatz ins Becken reinzukriegen, damit man eben diese Möglichkeit hat, dass die Korallen Nährstoffe aufnehmen, wachsen und das Becken sich besser stabilisiert. Das heißt nicht, dass man völlig lückenlos Koralle an Koralle bis zum Anschlag hinpackt. Sie müssen ja auch noch wachsen können. Also ein bisschen Luft darf man da schon gerne lassen, so ist es nicht. Erwin Hirtreiter. Hi, ich habe im Moment ein wenig Probleme mit der Dosierung von Jod. Natürlich mache ich regelmäßig eine ICP, aber mir geht es so ein wenig um die Zeit dazwischen. Gibt es einen Test, den ihr empfehlen könnt, den grob das Trace Eye messen kann, um zwischen den ICP einen groben Überblick zu haben? Nein.
so leid mir es tut. Es gibt Tests auf dem Markt, die zeigen halt, sagen wir mal so, bin ich so eher bei 0 bis 20 oder bin ich so bei 100 oder vielleicht irgendwo dagegen. Also wenn ich mit ICP es genau einstellen will, dann ist es ja nicht das Problem. Also auch nicht die Zeit dazwischen, sondern der Punkt ist ja, ich mache ja eine Testfolge. Also ich teste 1, fülle nach und stelle jetzt fest, bei Test 2, mir fehlen immer noch 20 Mikrogramm. Als Beispiel jetzt. Also, dann gehe ich hin und sage, okay, jetzt dosiere ich so viel, dass ich pro Woche, also pro Zeitdifferenz, diese 20 wieder nachdosiere. Jetzt mache ich Test 3 und merke, es fehlen immer noch 10. Ja? Ein Verbrauch. Ist auch klar, weil wenn ich in einem Bereich bin, wo was fehlt, fange ich erstmal an, die Korallen sich das reinzuziehen. Das heißt, die erste Dosis kann ja nie funktionieren. Das ist ja logisch irgendwo. Also mache ich mit der zweiten Annäherung, mit dem dritten Test nähere ich mich wieder an. Dann lasse ich mal 2 Wochen Spiel dazwischen, merke jetzt, aha, ich habe jetzt 10 in 2 Wochen verloren. Also ändere ich die Dosierung ab, 10 auf 2 Wochen. In unserem Labortest brauchst du die Werte einfach nur eingeben, die Zeit, den letzten Wert, und dann rechnet er dir das in die Zukunft aus, was du brauchen wirst. Sollte sich da jetzt nichts dran ändern, also ich haue jetzt, was weiß ich, nochmal 5 Lampen drauf oder ein Algenrefugium oder sonst irgendwas, dann kann ich eigentlich immer mich an den Linien entlang hangeln und bin dann nicht so in einer großen Schwankung drin, dass ich dann sowieso zwischendurch messen müsste. Sondern ich weiß ja irgendwann mal nach 3, 4, 5 Tests, weiß ich in der Regel, okay, ich habe so einen durchschnittlichen Verbrauch von 20 Mikrogramm die Woche, dann dosiere ich die einfach nach, weil auf unseren Flaschen steht es eh drauf, also mit einem einfachen Dreisatz geht das. Man kann aber natürlich auch die ganzen Rechner nehmen, die da sind, indem man einfach die bisherigen Werte, die gemessenen Werte, die letzten Werte zusammenmacht und der kalkuliert es dann euch so hin, dass es dann für die Zukunft passend ist. Und dann macht man halt ganz normal alle 4 Wochen mal seinen kleinen Test, da ist ja Jod mit dabei und dann kann man alle 3 Monate einen großen Test machen, da ist noch Fluor mit dabei, was ein bisschen stabiler ist in der ganzen Geschichte und dann kriegt man relativ schnell eigentlich so ein Feeling, wie viel werde ich wohl brauchen und dann würde ich mir genau die Mühe ja nicht machen, jetzt nochmal mit Versuchen, mit Tests da reinzugehen, weil das Problem ist ja letztendlich, ich habe einen Test und dann habe ich einen ICP und ich erlebe es halt oft, dass dann 5 € Standardtest dann gesagt wird, ja, aber der zeigt das. Und dann sage ich, du, ja, vielleicht sollte ich mir ins Labor auch den Test zulegen, dann machen wir nur einen Tropftest da, Mann. Wozu kaufen wir die teuren Maschinen, damit wir dann Werte rauskriegen wie mit so einem Tropftest? Könnten wir machen, wäre natürlich eine Idee, aber da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen Maschinen und durchgängig und fertig und dann hat man eine Linie und dann kann man sich tatsächlich auch mal eine Linie ziehen zwischen denen, beziehungsweise die Labordatenbank zeigt einem ja mittlerweile alles, also muss nicht mehr rechnen. Insofern, nö, also da kann ich keinen Test empfehlen, sonst hätten wir den auch als Test, aber ist mir zu schwankend, zu viel Unterschied. Herbert Hase, ist jetzt keine Frage, aber habe ich trotzdem mal mit reingenommen. Ich würde mich sehr über ein Schauaquarium von Fauna Marin freuen. Mhm, ich auch. Statement, Herr Schumacher. Ja, würde ich mich auch freuen. Tatsächlich. Oder auch nicht, weil dann muss ich wieder ran und muss sie wahrscheinlich wieder schrubben. Ach ja. Naja, Tobi kam auch schon um die Ecke und hat so einen Plan, was ich so für ein großes Schaubecken machen sollte dann. Das ist schön, dass immer alle anderen drumherum was wollen, aber die Arbeit mache ich dann wieder hinterher dran. Also mal ich helfe auch mit, wenn ich da bin. Was? Das Einrichten oder so, wie du deinen Umzug gemacht hast, oder hilfst du mit? Nee. Den Trick kann ich selber. Nee. Du filmst und wir arbeiten. Da geht es ja nicht um mein Aquarium. Ach so. Also du richtest es ein und ich filme. Sollen wir so das vereinbaren? Das überlege ich mir noch. Es wird ein Schaubecken wahrscheinlich wieder geben. Wir haben ja mehrere kleine Becken, auf denen wir auch unsere Sachen üben, um mal die Frage sauber zu beantworten. Aber wann es jetzt soweit wird, wann wir anfangen können zu bauen, ich kann es leider noch nicht sagen. Es liegt auch nicht an uns, wir sind soweit eigentlich fertig, aber naja, das Ganze drumherum halt, wie immer. So, letzte Frage von Max87, auch schon etwas länger her, aber frohes Neues erstmal. Wie immer ein super Video. Danke. Die sind echt krass gut geworden. Danke für den ganzen Informationsvideos. Könnt ihr mal ein Video zur Bakterienzugabe machen? Wann macht es Sinn? Wann sollte man was dosieren? Macht es ab und zu mal Sinn zur Vorbeugung für was auch immer? Und wenn ja, was von euch? Also, Bakterienpräparate machen durchaus Sinn, wenn man Start hat, wenn man gewisse Schwierigkeiten hat, Problemchen hat oder solches, oder ja, mal Belege hat und man sagt, okay, komm, ich will so ein bisschen was in die richtige Richtung schubsen, dann kann ein Bakterienprodukt Sinn machen.
Es ist auch die Frage, über was für ein Bakterienprodukt wir reden. Wenn wir unser Blend nehmen, das ist einfach eine Mischung von Nitrifikationsbakterien, die einfach das braucht, was man so ein Becken, sagen wir mal, startet. Wir haben unsere Therapie, das geht mehr gegen Schlammreduktion, also wenn Ecken verschlammt sind oder Schächte oder sowas, dann kann man den Schlamm damit oder Detritus kann man damit abbauen lassen und kann den Geruch aus dem Becken entnehmen. Wenn also die Gattin des Hauses dann wieder meint, das Aquarium riecht mir hier zu sehr, dann sagen wir, Schatzi, habe ich Therapie von Fauna, riecht nichts mehr. Man könnte natürlich auch den Eiweißabschaum regelmäßig waschen, aber anderes Thema. So, auf jeden Fall wäre das eine Idee. Dann gibt es aber halt natürlich auch, wenn ich eine Kur gemacht habe, das heißt, wenn ich habe behandeln müssen, wenn ich Dinos hatte oder wenn ich Fischkrankheiten habe oder irgendwas, dann kann man zum Beispiel Mischung machen zwischen Therapie und einem Rebiotik. Ein Bakterienansatz gehört beraten, es gehört eine Diagnose, dann wird richtig beraten und dann kann man einen Bakterieneinsatz gerne machen. Was ich nicht machen würde, ist eine konstant ständige Bakterienzugabe zu veranstalten. Mir ist nicht ganz klar, warum man das tut. Also wenn das Becken super läuft, stabil ist, haben die Korallen mehr als genug Bakterien für sich selber, dass sie die wir reingeben, neue ja gar nicht nutzen, also gar nicht brauchen. Ich würde sie mir immer ein bisschen in petto halten. Wenn ich jetzt einen größeren Umzug gemacht habe oder mache einen größeren Wasserwechsel, dann kann man, wenn man da ein bisschen Angst hat, dass man vielleicht einen Ammoniumpeak kriegt oder irgendwas, kann man nochmal nachgeben, ja. Aber ich würde immer schon schauen, dass ihr an einen Fachberater kommt, vielleicht auch die wir zertifiziert haben, das sind jetzt nicht nur ein ICP-Gut, sondern sie können in der Regel halt auch, sie haben Erfahrung und wissen, wie man Produkte einsetzt, dann kann man dann da mal fragen, wie sieht es aus, sollte ich in dem Moment der Bakterien nehmen oder nicht. Zum Start auf jeden Fall und es wird auch jetzt nochmal einen Bakterienstarter geben, der ganz gezielt dafür gerichtet ist, Becken ohne lebenden Steine besser einfahren zu lassen, also sogenanntes Cycling, wovon wir praktisch mit Bakterien und deren Nahrung dann gleichzeitig in der Flasche haben und damit es halt im Becken ein bisschen schneller zum Starten geht. Für die ganz Ungeduldigen, was ja bei Beginnern meistens halt eben der Fall ist, dass sie halt schnell machen wollen. Und das kommt jetzt demnächst auch und es hat auch so ein neues Mineralträgersubstanz drin, dass sich die Bakterien dann auch überall auf den Steinen und im Sand da ablegen, wo sie hin sollen und dann gleich wieder im Eiweißabschaumer sind. Denke ich mal, wenn das Video rauskommt, dürften wir dann auch soweit sein. Ja, das waren jetzt alle Fragen aus YouTube. So wenig Fragen gekriegt. Aber wir haben jetzt um die 25 Minuten. Ich denke... Echt? Auch schon wieder? Ja, ich denke, wir können ja dann einen weiteren Teil machen, wenn es noch mehr Fragen gibt. Also, das war mein Q&A. Wenn ihr mal Fragen habt, also sinnvolle Fragen, wenn es geht, also nicht, wann ich jetzt aufstehe morgens oder sowas. Nein, also wenn ihr mal richtig Fragen habt, gerne auch ein bisschen in die Tiefe gehen, dann in die Kommentare reinhauen. Es soll dem Algorithmus helfen, wenn er viele Fragen reintut, aber ehrlich gesagt hilft mir viel mehr, dass wir dann wieder ein Video machen können und dass wir auch dann vielleicht auch an einem Ort oder so, je nachdem, wenn ihr was Spezielles sehen wollt, dass wir uns das mal aufnehmen, gebt mir ein bisschen Zeit und dann machen wir da was Geiles für euch. Also vielleicht auch die Fragen, die am meisten kommen, dass wir die mal so ein bisschen zusammenfassen und dann haben wir vielleicht da wieder einen guten Content. Und wie gesagt, sonst irgendwelche speziellen Sachen, die ihr wissen wollt, gerade wenn wir so unterwegs sind, auch wenn wir so mit Alex unterwegs sind und mit den anderen Leuten hier. Gerade sitzen wir ja bei Mike Paletta in Pittsburgh hier im Haus. Deswegen ist bei euch schon dunkel, während bei mir noch die Sonne scheint. Ja, also einfach fragen, wenn ihr so bestimmte Dinge habt, gerne auch zu Produkten, habt da keine Scheu. Wenn ich keinen Bock habe, auf was zu antworten, mache ich es auch nicht. Also da müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Da bin ich echt straight. Einfach fragen und ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Sonntag. Habt viel Spaß bei eurem Riffbecken und geht auch mal raus mit der Familie, vor allem wenn es Frühling wird, das muss auch mal sein. Viel Spaß, schönen Sonntag, bis dann, tschüss.